Hallo, ich bin Adel der Reisende und ich reise mit meinem Camper und meinen zwei Hunden durch Europa. Heute möchte ich euch nochmal über Selbstliebe erzählen, wie ich dazu gekommen bin, beziehungsweise noch ein paar Erkenntnisse erhalten habe nach meinem letzten Video, vor allem durch eure Kommentare. Und den einen oder anderen Kommentar möchte ich gerne auch aufgreifen, weil es richtig gute Kommentare waren. Ich zeige euch aber vorher kurz, wo ich hier stehe. Ich bin nämlich in Griechenland auf Peloponnes. Quasi hier, das ist ein Nachbar von mir quasi. Wir haben uns gut verstanden, deshalb stehen wir so nah aneinander. Das ist mein Camper. Wir sind hier auf so einem Hügel mit Meerblick. Da stehen noch welche, die kenne ich auch mittlerweile. Und hier haben wir noch einen. Und das sind meine zwei Hunde, die mich begleiten und so brav die ganze Zeit mit mir laufen. Wir werden jetzt mal hier eine Runde machen und dabei erzähle ich euch ein bisschen was. Wir stehen hier quasi in der Nähe von dieser Kirche und das Schöne hieran ist, hier überall stehen überall Camper verteilt. Hier unten standen auch welche vorhin noch. Das ist wie so ein großer Campingplatz, aber frei halt. Hier ist es überall richtig schön grün, wie ihr seht. Wir haben Mitte Januar und ich laufe hier mit dem Pulli rum. Heute war es sogar 18 Grad. Teilweise war ich mit dem T-Shirt unterwegs. Also war schon ziemlich warm. Ich weiß nicht, ob das üblich so ist. Ich habe gehört, dass es ein bisschen zu warm für den Winter, aber mir gefällt's. Das ist auch ein richtig schöner Baum hier. Also die Natur ist echt einmalig. Ja, also ich nenne mich ja Adel der Reisende. Und meine Videos haben sich jetzt so nach und nach jetzt so entwickelt, dass ich zuerst von meiner Reise hierhin erzählt habe, aber seitdem ich jetzt auf Peloponnes bin, ja, wird es so langsam langweilig, wenn ich einen Strand nach dem anderen zeige und oder eine Wanderung nach der anderen. Mache ich immer noch, aber ich versuche das so ein bisschen noch zu verbinden, indem ich euch etwas erzähle, was, ja, was vielleicht auch für euch interessant sein kann. Ich war jetzt gerade mal kurz im Gespräch mit den anderen Campern hier hinter mir. Also ich kenne eigentlich mittlerweile hier alle, die hier stehen. Das ist das Schöne hieran. 2 Tage bin ich jetzt hier und mega schön. Man kann hier ganz viele verschiedene Wege laufen. Wir gehen jetzt mal runter zur Bucht und jetzt fange ich mal an, über Selbstliebe zu reden. Also in meinem letzten Video habe ich schon ausführlich angefangen und dann sind mir jetzt noch im Nachhinein Sachen eingefallen. Also was Selbstliebe wirklich für mich bedeutet. Und da fällt mir vor allem ein, auf sein Herzen zu hören. Das ja quasi nicht nur auf sein Herzen zu hören, sondern seinem Herzen zu folgen. Aber dazu muss man erstmal hören, was das Herz überhaupt will oder reinfühlen. Wann nimmt man sich überhaupt die Zeit dazu? Wenn man, sage ich mal, im Trott des Lebens ist, arbeiten geht, from 9 to 5 und ja, hast du da die Möglichkeit, wirklich auf dein Herz zu hören? Also wenn du auf dein Herz hören würdest, würde es wahrscheinlich gar nicht zu dieser Arbeit gehen. Beziehungsweise wenn du deinem Herzen folgst. Ja, ich würde mal sagen oder behaupten, dass 80% der Menschen nicht mit ihrem Job so zufrieden sind oder lieber was anderes machen würden. Wie zum Beispiel hier im Winter in der Sonne zu sein und in der Wärme, statt im kalten Deutschland. Also wer mein letztes Video gesehen hat, der könnte vielleicht meinen, dass Selbstliebe ein bisschen egoistisch sein kann oder klingt. Hat aber nichts mit Ego zu tun, Selbstliebe.
wenn man jetzt zu sich steht und sich Sachen nicht gefallen lässt mehr und sich auch für sich selber gerade steht. Das hat nichts mit Ego zu tun, sondern das ist einfach quasi Grenzen setzen und natürlich auch andere Grenzen nicht überschreitet. Ja, also ich möchte auf einen Kommentar eingehen von AR. Ich weiß nicht, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Leider, wenn du das Video jetzt siehst, bitte kommentiere nochmal, weil deine Kommentare sind von den letzten Videos irgendwie gelöscht. Also ich habe gesehen, du hast nochmal geantwortet und ich fand deine Antwort so gut. Ich habe die nur noch per E-Mail, weil YouTube mir das nochmal geschrieben hat. Ich werde das gleich mal nochmal nachschauen und dann werde ich darauf eingehen. Also der Kommentar war wie folgt, dass wenn ich meine emotionalen Verletzungen und Ängste, meist aus der Kindheit, nicht geheilt habe oder erkannt habe, dann werde ich mir selber immer wieder Situationen erzeugen, dass ich ja, dass ich damit konfrontiert werde, um dann diese Verletzungen zu erkennen und zu heilen. Das heißt, wenn ich das nicht heile und auch nicht erkenne, dann bleibe ich in diesem Hamsterrad quasi hängen, dass ich immer wieder damit konfrontiert werde, bis ich es erkenne. Das Leben schickt dir dann immer diese Situationen oder Herausforderungen und Probleme, bis du erkannt hast, wo die Ursache in dir steckt. Und wenn du das geheilt hast und erkannt hast, ja, da gibt es natürlich unterschiedliche Methoden. Ja, darauf gehe ich jetzt nicht ein. Vielleicht mal in einem anderen Video oder sicherlich in einem anderen Video, wo man das lösen kann für sich. Und dann hat man es gelöst. Dann hat man den Bann gebrochen und man wird nicht mehr mit dieser Situation oder mit diesen Ängsten mehr konfrontiert. Und man trifft auch nur noch Menschen, die dir gut tun. Das ist das Interessante dabei. Also ich muss sagen, AR, ähm, das war ein sehr, sehr guter Kommentar, das stimmt auch so, kann ich voll unterschreiben. Ich glaube auch daran. Aber dahin zu kommen, ist erstmal ein Weg. Und in der Zwischenzeit musst du dich auf jeden Fall abgrenzen von solchen Situationen oder Menschen, die dir nicht gut tun und dich schützen. Und das ist auch ein Teil, sage ich mal, der Heilung. Ja, ich habe mich auch gefragt, zum Beispiel, weil es immer wieder äh, aufkam, dass Leute mich oder dass ich mich zumindest ausgenutzt gefühlt habe, ja, warum das passiert. Weil ich das quasi zulasse. Wenn ich es nicht zulassen würde, dann kann mich natürlich keiner ausnutzen. Also liegt es ja an mir. Also das Problem liegt immer an einem selber. Ja, das muss man erstmal erkennen, weil viele Menschen suchen immer die Schuld bei anderen. Natürlich haben die auch ihren Anteil, aber du kannst schon sehr viel, sage ich mal, zu 90% schon an den Situationen ändern, indem du dich selber veränderst. Oder zumindest auch deine innere Haltung dazu. Weil das Problem ist nicht das Problem. Das Problem ist deine eigene Haltung dazu. Also ich sehe das so. Man kann über bestimmte Methoden, ich nenne jetzt mal so ein paar Stichworte wie inneres Kind heilen
oder Logosynthese oder Glaubensmuster oder sonst was, kannst oder naja, das ist vielleicht ein anderes Video wert, da kannst du diese Sachen erkennen und heilen. Traumata zum Beispiel, die du in der Kindheit erlebt hast und so weiter. Aber wenn du das nicht kannst oder nicht den Kontakt zu diesen Heilmethoden hast oder die nicht bei dir wirken oder du glaubst, es wirkt bei dir nicht, so wie bei mir jetzt zum Beispiel. Ich habe schon viele Sachen probiert und ich glaube, vieles hat auch schon auch gewirkt, nur nicht so, wie ich es mir wünsche. Also, dass es komplett weg ist oder so. Und dann kommt dann trotzdem wieder eine Herausforderung oder irgendeine Konfrontation. Aber es wird immer weniger. Und ich habe erkannt, dass das Leben wie so eine Schule ist, dass wir diese Herausforderungen bekommen, um daran zu wachsen und zu erkennen, wer wir wirklich sind und dass wir wirklich durch, durch unsere innere Einstellung oder durch unsere Haltung schon vieles bewirken können und dass wir uns auch selber heilen können und damit noch mehr bewirken können. Ich weiß, Menschen, die noch viel weiter sind als ich, sage ich mal, noch spirituell entwickelt, die sagen dann, ja, lass den Kampf doch los, akzeptiere, ähm, sei, sei einfach, kämpfe nicht. Ja, das mag ja für sie stimmen, wenn sie das können, ja, oder weil sie schon irgendwie andere Wege gefunden haben, um das zu heilen. Aber ich glaube, man kann es genauso heilen, indem man diese Erfahrungen im Leben durchmacht und sie erkennt und sie löst, indem man in seine Selbstliebe kommt und entsprechend dann zu sich steht und sich das nicht mehr gefallen lässt. Und ich spüre immer mehr, wie ich an diesen Herausforderungen wachse und auch selbstbewusster werde. Und ja, da steckt das Wort Selbstbewusstsein oder Bewusstsein drin. Sich seiner selbst bewusst werden. Also ich habe für mich den Weg gefunden, der auch funktioniert, dass ich pragmatisch quasi diese Herausforderungen annehme und auch nicht dagegen ankämpfe. Also ich kämpfe nicht, aber ich akzeptiere die Situation einfach nicht und ich verändere die Situation, indem ich mich selber verändere und mich persönlich weiterentwickle dadurch. Also das ist für mich auch der Sinn des Lebens, dass man in der Interaktion mit anderen Menschen und im Leben sich diesen Situationen stellt und daran wächst und Erfahrungen macht. Und das ist der Sinn, warum wir überhaupt hier sind. Das heißt also, alles hinterfragen, warum passiert mir das jetzt wieder ausgerechnet? Und ähm, die Schatten in einem selber zu erkennen und dann zu transformieren. Und ich merke immer mehr, dass bei mir das Leben viel leichter wird. Dadurch, dass ich auch weniger Ängste habe, dass ich einfach Dinge mache, die ich schon immer machen wollte, dass ich meinem Herzen folge und vertraue, dass ich geführt werde. Ich weiß das. Und das gibt mir so eine Kraft und auch ein Selbstvertrauen, dass ich sogar solche Videos drehe, wie jetzt hier das, und ganz entspannt darüber reden kann, über meine persönlichen Dinge. Also ich gehe jetzt nicht in die Details, aber ich hätte mir das vor ein paar Jahren gar nicht vorstellen können, sowas zu machen. Ich habe mir mal vor ein paar Jahren, sagen wir mal, vor 4 Jahren, mal meine Schwächen aufgeschrieben und mir dann vorgenommen, diese Schwächen ähm, umzuwandeln in meine Stärken. Und da war eine Schwäche,
äh, frei zu reden vor Menschen. Und das mache ich ja jetzt mit den Videos. Es fällt mir nicht ganz so einfach. Ich bin jetzt nicht der beste Redner, das ist mir bewusst. Aber mir ist es total egal, was Leute von mir halten, weil, ja, warum? Ja, weil ich in meine Selbstliebe gefunden habe, weil ich mich so gut finde, wie ich bin und mich so auch akzeptiere mit meinen Stärken, Schwächen und ja, was andere davon halten, ist mir eigentlich dann egal, weil ich weiß, ich gehe diesen Weg, den Weg meines Herzens. So, das war's soweit. Achso, eine Sache fällt mir noch ein, was auch Selbstliebe bedeuten kann oder was für mich auch Selbstliebe bedeutet. Und zwar sich gut um meinen Körper zu kümmern und um meine Gesundheit. Ich glaube, das hatte ich im letzten Video auch schon angeschnitten, aber vielleicht nicht so klar. Zum Beispiel gehe ich nicht jetzt zum McDonald's und esse Fast Food. Ich kümmere mich um meine Ernährung sehr bewusst. Also ich kann mittlerweile auf bestimmte Lebensmittel bewusst verzichten, die mir nicht gut tun. Dazu zählt Alkohol, Kaffee, keine Ahnung, ob es gesund oder nicht gesund ist. Für mich passt es irgendwie nicht. Ähm, Süßigkeiten. Natürlich esse ich auch mal was, Nutella oder sowas. Aber immer weniger. Ich spüre, das ist so, mh, ich spüre, dass es mir nicht gut tut. Und es gibt genug andere Lebensmittel, die mir schmecken und die ich auch sehr schmackhaft zubereite. Und ja, das heißt einfach, eine Gewohnheit in eine andere Gewohnheit umzuwandeln. Und ich vermisse daher gar nichts. Ich wollte euch noch mal kurz zeigen, was ich so esse. Also heute gibt es bei mir Hirse mit Fenchel und da sind noch 2 Mandarinen drin, aber das kann man auch mit Orange machen. Und dann mit Öl und Essig und Zitrone anmachen und ein paar Gewürze oder so. Ähm, und das sind die ganzen Kerne von den Mandarinen, die ich da rausgepult habe. Das sind wohl ja wilde Mandarinen gewesen, die ich selbst gepflückt habe. Ja, und entsprechend nicht nur das, was ich zu mir führe, sondern auch im Außen, wie ich meinen Körper behandle. Wenn ich jetzt die ganze Zeit nur sitze oder so, dann tut das meinem Körper auch nicht gut. Ich bewege mich, gehe in die frische Luft, mache meine Gymnastikübungen. Natürlich habe ich da und hier auch noch ein paar Verspannungen und die möchte ich auch noch lösen und bin noch auf diesem Weg. Ja, gut, also das war's soweit. Falls euch noch was einfällt, ich möchte jetzt nicht noch ein drittes Video darüber halten jetzt, vielleicht mal einen anderen Zeitpunkt, aber mir war das jetzt wichtig, noch mal auf ein paar Kommentare einzugehen und auch noch mal darauf einzugehen, ja, was mir so eingefallen ist. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer freue ich mich über ein Like und über Kommentare und Feedback. Und ja, bei den nächsten Videos werde ich dann auch wieder mal ja, was anderes erzählen. Also ich bleibe jetzt nicht nur bei spirituellen Themen. Es kommt immer so, wie es kommt. Also ich mache das ja spontan. Und ja, bin gespannt, wie es euch gefallen hat.